Ich heiße Laima, oder ich glaubte es einmal, vielleicht gehört ein Name nur jenen, die noch das Recht haben, über ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. In jener Nacht, als der Schnee wie Asche vom Himmel fiel, war ich nur ein Kind, das die Hand seines kleinen Bruders festhielt, während Stahl über unsere Welt entschied. Am Morgen war alles noch wie immer in unserem Dorf am Rand des baltischen Waldes. Wir spalteten Holz, sammelten Harz und hängten Fleisch zum Trocknen. Ich war Wirsen, mein kleiner Bruder Makas 8. Lief wie immer voraus, steckte Kieselstein in die Taschen und behauptete, seien Schatze. Unser Holzhaus lehnte sich an die Wurzeln einer uralten Fichte. Vater sagte, dort wohne ein Geist des Waldes. Mutter legte Brot und Honig an den Stamm, flüsterte Gebete, so leise, dass nur ich einzelne Worte hörte. Bewahr uns, bewahr unsere Familie. Keiner wusste, dass ihre Worte im Nichts verhallen wurden. Der Himmel wurde früh dunkel. Der Wind heulte wie ein verletztes Tier. Mikas kam zurück, Hände voller Erde, Hemd eingerissen. Strahlte, heilt mir einen weißen Stein hin glatt wie Knochen. Schau, Laima, ich habe einen Schatz gefunden. Ich lächelte nur, damals wusste ich nicht, dass dieser Stein vielleicht das letzte sein würde, was noch beweist, dass je existierte. Dann kam der Ton, kein Dorfglocke, ein anderer Klang, metallisch, hart. Ein Mädchen rannte die Straße hinunter, die Augen weit vor Angst. Ritter, weißer Mantel. Lauft! Wir stürzten aus dem Haus. Ich packte Mikas Hand. Vater kam vom Schmiedefeuer, die Zange noch in seiner Faust. Mutter schrie, Laima, Mikas, hinter mich. Durch den fallenden, Schnee erschienen Gestalten, Reihe, unaufhaltsam. Weiße Mantel, schwarze Kreuze, Pferde, deren Atem in Wolken stand wie die Seelen der Toten, und hinter eigenen Feuer. Dächer unseres Dorfes brannten bereits. Ich hörte Vater flutschen Worte, die Mikas nicht hatte hören dürfen. Kannte sie. Die Ritter des Deutschen Ordens. Männer, die das Licht Christi bringen wollten, doch was zuerst kam, war immer Blut und Eisen. Rufe auf Deutsch, scharf wie Klingen. Ich verstand nur Bruchstücke. Vater hatte uns gewarnt, sei zu lernen. Taufe oder Tod, Bekehrung oder Klinge. Ein Ritter hob die Lanze, zeigte auf uns. Ich werde nie seine Augen vergessen, leer, ohne Hass, ohne Wut, ohne Gnade, nur Pflicht. Dann brach die Holle los. Vater wurde mit einem Schlag des Schwertknaufs zu Boden gerammt. Mutter klammerte sich an Mikas, schrie wie eine Wölfin, der Mann das Junge nimmt. Ich versuchte, die beiden zu schützen, doch eine gepanzerte Hand griff in mein Haar, riss mich zu Boden. Schnee und Blut schmeckten gleich in meinem Mund. Ich hob den Kopf, sah den Saum eines weißen Mantels, sah einen Schuh aus Eisen, und dann hörte ich, Laimawa, Mikas wurde aus Mutters Armen gezerrt. Ein Ritter schlang ein Seil seinen Hals, als war ein Tier. Ich biss die Hand des Mannes, der mich hielt. Lachte und drückte mich nur harter in den Schnee. Uns herum rannten Männer, Frauen, Kinder, wie wild, das gejagt wird. Andere Ritter trieben Frauen und Kinder zusammen, banden sie, luden sie wie Wahre auf Wagen. Männer wurden gestoßen, geschlagen, manche sofort erstochen. Ich roch verbranntes Holz, Blut und Angst. Ich flüsterte, ich weiß nicht zu wem. Waldgeist, bewahr einen, bewahr meinen Bruder. Der Wald schwieg, ein Ritter mit hellblondem Haar mager, fast jung, blickte auf mich herab. Seine Stimme war nicht hart, nur leer, weine nicht.
Es ist ein Glück, dass du lebst. Der kleine Junge wird verkauft, weit weg. Wenn stark ist, überlebt er. Er lächelt, ein Lächeln, das nicht in ein Menschengesicht gehörte. Ich wurde auf einen Wagen gestoßen. Hände wurden mir mit Strick gebunden, so fest, dass Blut an den Handgelenken glanzte. Ich drehte mich suchte ein letztes Bild, unser Haus brennend wie ein Opferholz. Vater reglos wie ein Stein, Mutter verschwunden, nur eine Blutspur im Schnee, und Mikas gesogen in die entgegengesetzte Richtung. Ich schrie, Mikaas, warte auf mich, ich komme, ich werde dich finden. Meine Stimme zerbrach, wie es unter so großer Last. In jener Nacht verließ der Tross unser Dorf. Der Schnee fiel weiß, harmlos, als wolle alles bedecken, alle Namen, alle Erinnerungen, als wolle flüstern, nichts von euch wird bleiben. Aber ich, Laima, wir sehen Jahre alt, schwor in meinem Herzen, wenn ich 100 Meilen auf Knien kriechen muss, wenn ich meine Seele jedem Gott dafür geben muss, ich werde meinen Bruder finden, und die Welt soll wissen, dass wir die Balten gelebt haben. Als die erste Sonne aufging, rot wie geronnenes Blut hörte ich den Klang von Eisen, Ketten, Schicksal, und ich wusste, von diesem Moment an gehörte mein Name nicht mehr mir. Der Morgen roch nach Rauch. Als ich die Augen öffnete, fühlten sie sich an, als hatte jemand Sand hineingestreut. Meine Hände waren noch gefesselt. Die Kälte hatte sie taub gemacht, bis Schmerz und Gefühl keinen Unterschied mehr hatten. Ich lag auf einem groben Holzwagen zwischen Körpern, Frauen, Kinder, Alte. Manche staunten, manche weinten lautlos, manche hatten den Blick, den Vater hatte, als fiel, leer, ohne Rückkehr. Ich versuchte aufzustehen, doch das Seil an meinen Handgelenken brannte, als hatte es Dornen. Eine Stimme flüsterte neben mir, beweg dich langsam, sonst schlagen sie dich. Ich drehte den Kopf, ein Mädchen, vielleicht in meinem Alter, schwarze Haare, Augen wie Nachtwasser. Sie trug ein dünnes Hemd, das ihr kaum die Schultern bedeckte. »Wie heißt du?« fragte ich heiser. Sie blickte mich lange an, als ob ein Name eine gefährliche Sache sei, wie ein Geheimnis, das man verlieren kann. »Auste«, sagte sie schließlich, »ich komme vom Wasser, von einem Dorf dort, wo der Nebel den Fluss frisst.« Ich nickte, »Ich bin Laima.« »Nicht mehr lange«, murmelte sie. »Sie geben uns neue Namen, wenn Sie wollen.« Die Räder des Wagens rumpelten weiter über gefrorenen Boden. Hinter uns, irgendwo weit weg, lag mein Dorf, oder das, was davon übrig war. Ich wollte nicht daran denken, doch Gedanken haben ihre eigenen Wege, sie kriechen dorthin, wo die Wunde am offensten ist. Ich sah Mikas wieder vor mir. Seine kleinen Finger, die meinen Arm krallten, als wir getrennt wurden. Ich hörte seine Stimme, ich habe einen Schatz gefunden, und den Stein, weiß wie Knochen, lag noch in meiner Tasche. Ich bewegte meine Finger, tastete danach, war noch da. Eine einzige Gewissheit in einer Welt, die mir alles genommen hatte. Der Zug stoppte plötzlich, ein Schrei, hart, befehlsartig. Die Ritter des Deutschen Ordens ritten neben den Wagen, ihre Pferde mit Decken bedeckt, ihre Rüstungen von Frost überzogen. Das schwarze Kreuz auf ihrer Brust schien in der Kälte selbst Schatten zu werfen. Ein Mann alter, mit einem Gesicht, das aussah wie ein Steinbruch voller Narben, rief,
alle aufstehen. Soldaten kamen die Wagen entlang, zogen uns heraus wie wir. Einige von uns konnten kaum laufen. Ein Kind fiel, ein Ritter trat einfach weiter, als war es nur ein Stück Holz. Auste zog mich am Arm, bleib auf den Füßen, Laima. Wenn du fallst, bleibst du liegen und niemand halt dich warm. Wir wurden zusammengetrieben auf eine Schneewiese. Männer und Frauen wurden getrennt, Kinder extra. Mein Magen zog sich zusammen. Ich suchte mit den Augen, vielleicht war Mikas. Vielleicht hatten sie einen Heier. Aber ich sah ihn nicht. Nur fremde Gesichter, die aussahen wie meines, voller Angst, voller Schweigen. Ein Prediger in dicker weißer Kutte trat vor uns. Sein Bart war grau, sein Blick steckend. Begann zu sprechen, langsam, wie ein Richter, der sein Urteil genießt. Seid Heiden, sagte doch der Herr ist barmherzig. Schenkt euch ein neues Leben, wenn ihr seinen Namen annehmt. Hob eine Hand in den Himmel, ihr werdet getauft. Ihr werdet dienen, ihr werdet vergessen, was euer Wort. Denn niemand kann dienen, wenn sich an seine alten Götzen klammert. Dann sein Blick glitt über uns, als Schätze waren auf einem Markt. Die Starken kommen mit zur Mission. Die Schwachen werden verkauft, den Krieg des Herrn zu finanzieren. Ein Murmeln brauste auf Verzweifelt wild. Eine Frau schreie, mein Sohn, gebte mir meinen Sohn. Ein Ritter stieß sie mit dem Schild zurück, der Junge wird erzogen werden, mit Peitsche und Gebet. Besser als eure Wildnis. Ich schwor, ich würde nie vergessen, wie sie das sagten, wie sie glaubten, dass wir wild seien. Und sehr zivilisiert. Ein Junge, vielleicht 10 Jahre alt, brach aus der Menge hervor und rannte. Kam nur 3 Schritte weit, bevor ein Bolzen seinen Rücken durchbohrte. Fiel leise, kein Schrei, nur Schnee, der sich langsam rot farbte. Auste packte meine Hand, sie zitterte, wenn sie dich erwischen, wenn du nur einen falschen Atemzug machst, du stirbst so. Ich nickte, aber innerlich sprach ich etwas anderes. Ich werde leben. Nicht für mich, für Mikas. Nach der Selektion wurden wir wieder gebunden. Diesmal in kleinere Gruppen wir aneinander. Ich war mit Auste, einem alten Mann, und einem kleinen Mädchen verbunden, das nicht einmal sprechen konnte. Ihre Augen waren so leer wie der Himmel über uns. Wir gingen durch Schnee, durch Wald, durch gefrorene Stille. Die Ritter ritten, wir stolperten. So begann der Weg des Eisens. Irgendwann, als meine Füße brannten wie Feuer unter der Haut, sah ich eine Festung am Horizont. Türme, Mauern, ein Torbogen wie ein Maul, das uns verschlingen würde. Auste flüsterte, das ist Marienwall, eine Ordensburg. Von dort gehen Menschen weg, aber nur selten Gemmen zurück. Wir wurden in einen Innenhof geführt, Fässer mit Wasser, Stalle, Heu, Waffen an den Wänden. Ritter stiegen ab, gaben Befehle. Novizen in braunen Kutten kamen heraus. Sie sahen kaum älter als ich aus, aber sie trugen den Stolz der Sieger in ihren Augen. Ein Mann, der wie ein Handler gekleidet war, begann uns zu mustern. Der alte Mann neben mir, seine Knie gaben nach. Fiel. Ein Ordensbruder trat zu uns. Ist nutzlos. Ein Dolch, ein Schnitt, Schnee trank Blut. Ich schloss die Augen, doch ich hörte es das Geräusch. Wenn ein Leben endet, es hat keinen Klang, den man beschreiben kann, nur die Stille, die danach kommt. Auste drückte meinen Arm, schau nie so lange hin. Sonst bricht etwas in dir und du wirst es nie reparieren können. Ein Novize kam nachher, deutete auf mich, diese Heier, gesund.
stark, die Hände können arbeiten. Dann griff nach meinem Kinn und hob es, als seh ich nichts weiter als eine Wahre. Die Augen, trotzig, das andert sich, loste das Seil von meinen Handgelenken, aber nur, neue Fesseln anzulegen. Dieses Mal aus Leder, enger, persönlicher, wie ein Versprechen. Du gehorchst uns, wir wurden in einen dunklen Raum gebracht, wie ein Stall, nur ohne Tiere, Schlafplatz, Stroh, Wasser, ein Eimer, Licht, nur ein Schlitz in der Wand. Als Nacht kam, horten wir aus der Ferne Gesange, Latein. Christus vincit, Christus regnat. Ich verstand die Worte nicht, aber ich verstand ihren Zweck. Sie sangen, während wir schwiegen, sie bauten Macht, während wir zerbrachen. Ich saß im Dunkeln, Hände den weißen Stein in meiner Tasche. War kalt, aber warm genug, mich daran zu erinnern, dass ich noch existierte. Ich sah Marcus vor mir, sein Lachen, seine Angst, sein Verschwinden. Ich legte die Stirn gegen die Wand und flüsterte, ohne Stimme, ohne Luft, Mikas, halte durch, ich komme. Und dann, in der tiefsten Stunde der Nacht, bemerkte ich es eine andere Stimme, nicht laut, nicht menschlich, vielleicht Traum, vielleicht Schmerz, ein Hauch wie Wind, der durch Baumkronen fährt, erlebt. Ich wusste nicht, ob ich es hörte oder ob ich es erfand, nicht zu zerbrechen, aber ich klammerte mich daran, wie an den letzten Rest meiner Seele. Ich werde leben, ich werde lernen, ich werde warten, und eines Tages werde ich aus diesem Ort gehen, nicht als Wahre, sondern als Jägerin. Ich spürte noch immer das Echo jener letzten Worte in mir, ob sie aus meinem Inneren kamen oder von etwas anderem, wusste ich nicht, nicht als Wahre, sondern als Jägerin. Doch bevor ich wirklich glauben konnte, dass dieser Gedanke mich retten würde, wurde die Tür erneut aufgerissen. Ein gleißender Strahl kalten Morgenlichts brach in den dunklen Raum, und für einen Moment fühlte ich mich wie ein Tier, das man aus dem Stall treibt. Aufstehen! Alle! Los! Die Stimmen der Wachen zerschnitten die Stille der Nacht wie Klingen. Hände packten mich, rau und eilig, zerrten mich hoch. Meine Knie knickten ein, ich hatte kaum geschlafen. Mein Körper war steif wie gefrorenes Holz. Doch ich erinnerte mich an Austes Worte. Wenn man fällt, bleibt man liegen. Und niemand hält dich warm. Ich zwang mich zu stehen. Auste wurde ebenfalls hochgerissen. Ihr Blick suchte meinen, und in einem einzigen Augenflimmern spürte ich, wir beide wussten, heute würde etwas anders sein. Nicht besser, nur anders. Wir wurden in eine Reihe gedrängt, zusammengebunden, diesmal enger, mit kürzerem Strick. Wenn einer fiel, fiel die ganze Kette. Hinter uns weinten Kinder, vor uns murmelten Männer wie Geister. Jemand rief nach seiner Mutter, jemand nach Gott, jemand nach einem Namen, den niemand mehr zurückgab. Dann ein Ruck. Der Strick zog uns vorwärts. Ich fühlte den Schnee unter meinen nackten Füßen wie ein Messer. Jeder Schritt schallte Haut. Doch das Schlimmste war die Kälte, die von unten in die Knochen kroch. Wenn Gott hier war, dachte ich, dann nur zu sehen, wer es wert ist, weiterzugehen. Die Burgmauern von Marienwald bleiben zurück. Stein, Türme, Gesange, verschluckt vom Wald. Vor uns lag ein Pfad aus Eis und gefrorenem Schlamm. Die Ritter ritten neben uns, ihre Pferde schwer atmend, ihre Rüstungen wie gefrorene Monde im Licht. Niemand sprach,
Bis einer der Männer vor uns, mit gefesselten Handen, plötzlich stehen blieb. Sein Rücken war krumm, seine Haare weiß, war alt, zu alt für diese Kälte. Seine Stimme war nur ein Hauch, ich kann nicht mehr. Ein Ritter stieg nicht einmal ab, hob nur seinen Arm. Ein Befehl, der Soldat hinter uns zog ein Messer. Ein kurzer Laut, kein Schrei, nur ein Knacken, als hatte man einen Zweig gebrochen. Der alte Mann sank in den Schnee. Der Strick in unseren Händen wurde gelöst. Sie schnitten ihn einfach heraus, weil ein Teil einer Last, den man nicht mehr braucht. Wir gingen weiter. Auste flüsterte, schau nicht zurück, sonst lernst du, wie man stirbt. Ich nickte, doch innerlich dachte ich muss zurückschauen. Ich muss lernen, denn eines Tages werde ich das Messer halten. Stunden vergingen, vielleicht waren es nur Minuten. Zeit verliert Bedeutung, wenn der Körper nur noch Schmerz kennt. Ich dachte an Mikas, an seine kleinen Finger, an sein Lachen, und ich fragte mich, spürt auch diese Kälte, oder sitzt schon in einem warmen Raum, mit fremden Händen, die ihn formen wollen wehtun. Plötzlich wurde der Marsch langsamer, vorne ertönten Rufe, ich hob den Kopf, vor uns, eine Lichtung, und dort etwas Großes, Dunkles, mit Rauch, der in den Himmel stieg, ein Lager, Palisaden aus Holz, Zelte, Feuerstellen, ein Brunnen, Männer mit Ketten, Frauen mit zerrissenen Kleidern, Kinder in Käfigen, kleine Holzkonstruktionen wie für Schweine. Mein Herz schlug schneller, vielleicht war heier. Doch bevor ich den Gedanken zu Ende führen konnte, wurde ich weiter gestoßen. Wir wurden in Richtung eines großen Platzes geführt, ein Ort, der wie ein Marktplatz wirkte, nur ohne Häuser. Wachen sammelten uns, Handler standen dort, Männer mit sauberen Händen, weichen Manteln und kalten Augen. Sie musterten uns nicht wie Menschen, sondern wie Münzen. Ein Ritter, der offenbar für uns verantwortlich war, begann zu sprechen in einer Sprache, die wie Deutsch klang, aber anders, schwerer. Ich verstand nur Bruchstücke. Gesund, stark, gute Arbeit, verkaufen, Taufe später. Aus der Admette schwer, sie trennen die Gruppen higher, flüsterte sie, manche gehen weiter, die anderen werden verkauft. Ich drehte mich zu ihr. Was bedeutet verkauft? Ihre Stimme wurde dünn, Gold, für uns, für sie, für mehr Krieg. Ein Mädchen wurde vor uns aus der Reihe gezerrt, vielleicht 8 Jahre alt. Sie trat nicht, sie schrie nicht, sie war einfach still. Ein Handler drückte ihr Kinn hoch, nickte, und die Wache führte sie weg. Eine Mutter, irgendwo im hinteren Teil der Menge, stieß einen Laut aus so roh, so tief, dass eher ein Tierlaut war. Dann verstummte sie, als ein Schwertgriff ihr den Atem nahm. Mein Atem stockte, wenn sie Jungen holen. Dann holen sie Mikas. Ich wusste, was ich jetzt tun musste. Ich beobachtete alles. Den Rhythmus der Schritte, wo die Wachen standen, wie oft sie wechselten, wo der Wald am nächsten war, wo das Seil in meinen Händen scheuerte, wo aus der Admette, ich werde fliehen, flüsterte ich kaum hörbar. Aus der Drechte den Kopf, du bist verrückt, vielleicht, sagte ich, aber wartet, und ich habe keine Wahl. Sie presste deine Lippen zusammen, wenn du gehst, dann geh nicht allein, lass mich nicht zurück, ich habe niemanden mehr. Ich sah sie an, zum ersten Mal nicht mit Angst, sondern mit Entscheidung. Dann gehst du mit mir. Ein Horn ertönte laut, schneidend,
als risse es den Himmel auf. Die Wachen drehten sich alle zugleich, für einen Atemzug lang, niemand sah uns. Jetzt flüsterte ich, und ich riss mich los gegen das Seil, gegen den Frost, gegen den Schmerz und rannte. Aus der hinter mir, Schnee spritzte, Stimmen schreien, Hunde bellten, das Horn blies erneut, der Wald vor uns lag schwarz und frei. Ich rannte hinein, ohne zu wissen, ob Freiheit Rettung oder Untergang bedeutete, nur mit einem Namen im Herzen, Mikas. Als wir die ersten Bäume erreichten, griff die Dunkelheit nach uns wie kalte Finger. Aste peitschten mein Gesicht, Dornen zerrissen meine Haut. Schnee lag heier tiefer, fast bis zu den Knien. Hinter uns ein Rufen, haltet sie sind da. Dann das Klirren von Metall, das Bellen von Hunden, das Stampfen schwerer Stiefel. Ich griff nach aus des Arm, wir müssen tiefer hinein, sonst sehen sie unsere Spuren. Und was dann, guckte sie. Sie haben Hunde. Sie erreichen uns. Ein Gedanke blitzte in mir auf, klarer als jede Angst. Dann müssen wir den Duft wechseln. Ich erinnerte mich an die Winter im Dorf, an Vater, der Fallen für Wölfe stellte. Sagte immer, wenn du vom Jager weglaufen musst, denk wie ein Tier. Wir stolperten weiter, bis ich den Bach sah. Ein schmaler, schwarzer Faden Wasser zwischen Eis und Wurzeln. Hier, rief ich, durch das Wasser, aus der Starte Mädchen. Als hatte ich den Verstand verloren. Es ist kalt wie der Tod, ja, aber der Tod feindet uns so oder so. Wir sprangen hinein. Das Wasser schnitt meinen Körper wie 1000 Nadeln. Ich biss mir in die Lippe, nicht zu schreien. Wir warteten, flussaufwärts, gegen den Strom, während unsere nassen Hemden am Körper froren, Minuten oder Stunden. Ich wusste es nicht, nur dass ich irgendwann nichts mehr fühlte, und ich begriff, man kann nicht erfrieren, wenn man schon vorher keine Wärme mehr besitzt. Wir erreichten eine Stelle, an der ein umgestürzter Baum über den Bach lag wie eine Brücke. Ich zog aus der heraus. Unsere Beine waren blau. Meine Finger. Ich sah sie, aber ich spürte sie nicht. Wir müssen Wärme finden, murmelte Auste, oder wir schaffen den Morgen nicht. Ich nickte. Überleben. Immer nur einen Schritt nach dem anderen. Wir drückten uns unter die Wurzeln eines alten Baumes, eine Höhle, die die Natur selbst gebaut hatte. Wind pfiff vorbei, aber erreichte uns nicht. Ein kleiner Schutz für einen kleinen Rest, Hoffnung, sie werden suchen, flüsterte Auste. Sie kennen diesen Wald, wir nicht. Ich atmete schwer, ja. Aber wir wissen etwas, das sie nicht wissen. Was? Ich griff in meine Tasche. Der weiße Stein lag dort wie ein Herz, das nicht aufhört zu schlagen. Wir haben noch etwas, das uns halt. Auste lachte bitter. Ein Stein rettet niemanden. Vielleicht nicht, flüsterte ich. Aber erinnert mich, wer ich bin und warum ich noch laufe. Der Wald knisterte. Gerausche, Zweige, Schritte oder nur Wind. Wir hockten zusammen, Kopf an Kopf, zitternd. Dann hörten wir es wirklich. Hunde, nachher, Wachen, Flutsche, schweres Metall, das gegen Rande schlagt. Sie sind nah, hauchte Auste. Ich presste die Sachen zusammen. Wir müssen weg, weiter, immer weiter. Doch als wir uns bewegen wollten, fiel mein Blick auf Spuren im Schnee nicht unser. Größer, tiefer, Krallen, Blutreste, Wolf, sagte Auste, kaum hörbar. Ich spürte meinen Magen zusammenziehen. Ein Rudel,
wenn die Jäger uns nicht zuerst töteten, dann vielleicht sie, ein Heulen, fern aber nicht fern genug, aus der Griff meine Hand, wohin, Laima, wohin sollen wir überhaupt gehen? Ein Bild flammte vor mir auf Maikas, weil am Fluss ein kleines Boot aus Rinde baute und sagte, wenn man nicht weiß, wohin man gehen muss, folge dem Wasser, es weiß es immer. Dem Bach, flüsterte ich, fließt irgendwohin, und wo Wasser ist, gibt es Menschen, oder wenigstens Feuer. Wir bewegten uns langsam, wie gebrochene Schatten, zurück zum Bach, diesmal am Ufer entlang. Jeder Schritt ein Kampf, jeder Atemzug ein Krieg. Irgendwann horten wir die Hunde nicht mehr. Irgendwann horten wir nur noch unser Blut rauschen, bis ein Licht erschien, winzig, flackernd, wie ein Stern, der auf der Erde gefallen war, aus der hält mich fest, das konnte eine Falle sein, oder Leben, antwortete ich. Wir näherten uns, das Licht kam von einer Hütte, halb verrottet. Schnee lag auf dem Dach wie ein Grabtuch, kein Rauch, nur Fackellicht vor der Tür. Eine Holzmarkierung am Eingang, ein Kreis, durchstrichen von einem Kreuz. Das ist, ausgestockte, ein Zeichen, für, wer fluchte, oder für Schutz, sagte ich, je nachdem, wo es sieht. Ich klopfte nicht, ich öffnete die Tür, innen, dunkel, Geruch von altem Heu, Pelzen, Asche und eine Stimme, tief, rau, wie das Knacken eines Baumes im Winter. Seht keine Wölfe und keine Ritter. Aus der Finsternis bewegte sich etwas. Ein Mensch groß, mit einem Mantel aus Fell, ein Auge blind, das andere wachsam wie das einer Krahe. Ihr seid Kinder der Beute, sagte Gefangene, Fluchtende. Ich blieb stehen, bereit zu rennen, zu kämpfen, zu sterben. Wir suchen nur Warme, sagte ich. Nickte kaum merklich. Warme, kostet. Flüsterte, wir haben nichts. Irrtum, antwortete der Mann. Ihr habt Geschichten. Und Blut. Und Gründe, am Leben zu bleiben, das reicht. Drehte sich und deutete auf das Feuerloch in der Mitte der Hütte. Kommend, setze euch. Zittern macht diesen Ort zu laut. Wir setzten uns. Feuer glomm, schwach, aber wie ein Wiedergeburt. Wie heißt du? Fragte ich. Der Mann schürte das Feuer und antwortete erst, nach langer Zeit, man nennt mich den Jäger der Jäger. Ich schluckte. Warum? Weil ich die jagen, sagte und sein einziges sehendes Auge richtete sich auf mich, als konnte es mein Inneres lesen. Und ich sehe, du bist nicht nur fluchtende Mädchen, du bist jemand, der zurückkehrt. Ich wagte kaum zu atmen. Ich suche meinen Bruder, sagte ich. Die Ritter, sie haben einen genommen. Der Mann nickte, dann bist du im richtigen Wald. Beugte sich nachher, so dass ich seinen Atem spürte, warm wie Gefahr. Denn die Kinder rauben, haben mehr Feinde, als sie glauben. Ich sah sein Gesicht, alt, aber nicht gebrochen. Dunkel, aber nicht tot. Und zum ersten Mal dachte ich, vielleicht müssen wir nicht allein kämpfen. Vielleicht beginnt mein Weg hier, im Wald der Jäger. Doch der Mann, der Jäger, sah mich an, als hatte den Gedanken gehört, bevor überhaupt zu Ende in meinem Kopf entstand. Ein Weg beginnt nahe dort, wo man ihn hofft, murmelte beginnt dort, wo man bezahlt. Bezahlen. Ich wusste, meinte nicht mit Munsen. Das Feuer knackte, sein Licht ließ die Schatten an den Wänden zittern,
als würden dort langst verschwundene Leben noch immer atmen. Aus der Kauerte neben mir und sog die Knie an die Brust, unfähig zu entscheiden, ob sie gerade lebte oder nur überdauerte. Meine Finger zitterten vor Kalte, doch auch vor dem Wissen, dass jetzt etwas Neues begann, und ich nicht wusste, ob es uns retten oder brechen würde. Was willst du von uns? Fragte ich schließlich. Der Mann setzte sich langsam, sein Fell schob sich wie eine zweite Haut seine Schultern. Wenn ich euch warme, werde ich gejagt. Wenn ich euch behalte, werde ich gejagt. Wenn ich euch helfe, werde ich gejagt. Sein einzig sehendes Auge heftete sich an mich. Warum also sollte ich mein Leben für ihres riskieren? Ich wollte sprechen, doch Worte kamen nicht. Nur Bilder, Maikas, seine kleinen Finger, sein Lachen, der letzte Blick, bevor sie Eichen fortzogen. Die Stille derer, die nicht mehr schreien konnten. Schließlich, kaum mehr als ein Atmen, sagte ich, weil ich nicht sterben werde, bevor ich Eichen zurückhole. Auste sah mich an erschrocken, als sei ich in dieser einen Sekunde ein anderer Mensch geworden. Der Mann lachte leise, ein Lachen ohne Freude. Kinder ohne Heimat sind immer die gefährlichsten. Dann warf uns 2 Fälle hin, schlaft, aber nur einer schlaft. Der andere halt wache, wenn ihr beide einschlaft, werden nicht die Ritter, sondern die Wolf euch zuerst finden. Auste flüsterte, zittrig, kann man eichem trauen? Ich antwortete ohne den Blick von ihm zu losen. Wir können niemandem trauen. Aber wir können uns niemanden mehr leisten zu verlieren. Die Nacht, ich heilt die erste Wache. Auste schlief, so tief als hatte ihr Körper beschlossen, ohne ihre Seele weiterzuleben. Ich saß im Dunkeln, beobachtete den Mann. Er schlief nicht, er lauschte, jedem Windstoß, jeder Veranderung im Wald. Wie ein Tier, das gelernt hat, dass Überleben ein Gerausch lang sein kann. Wie heißt du wirklich? Fragte ich leise. Er antwortete erst nach einem langen Schweigen. Ich hatte viele Namen. Seit die Ritter mein Dorf verbrannten, blieb keiner. Er zeigte mit dem Kinn auf die Holzwand. Dort waren hunderte Kerben eingekerbt. Jedes Zeichen, ein Kind, das sie genommen haben. Sein Auge flackerte, wie von innen brennend, und jeder Schnitt ein Schwur. Ich verstand, er lebte nicht, er wartete, auf Blut, auf den Tag, an dem den Schwur einlösen würde. Der Morgen kam wie ein Messerhart, ohne Licht und ohne Trost. Wir folgten Marek, denn so nannte sich, hinaus in den Schnee. Ich wusste nicht, ob uns zur Rettung führte oder zu einem neuen Grab. Habt eine Wahl, sagte während der Wald sich uns schloss. Entweder ihr bleibt Beute, oder ihr werdet Jäger. Why? Fragte aus dem Mude, indem ihr lernt, was sie nicht wissen, den Wald, den Hunger, die Geduld. Wir erreichten eine Lichtung, Schnee, glatt wie eine unbeschriebene Seite. Marek kniete und legte 2 Stöcke auf den Boden. Erste Lektion. Ein Jäger stirbt, wenn Spuren hinterlässt. Eine Spur sagt, ich war hier, und ich bin verletzlich. Ich blickte zurück, unsere Schritte waren deutlich wie Schreie. Wir waren noch immer nichts als Beute. Stunden später führte uns zu einer Höhle, ein Hohlraum im Fels, warm von Erde und Seit. Hier schlafen Wölfe im Winter, sagte Marek. Heute Eier, aus der Witch zurück, und wenn sie zurückkommen, dann stirbt im Schlaf, sagte Marek. Aber wenn ihr draußen bleibt,
stirbt ihr schneller. Ich legte meine Hand auf den Fels kalt, aber fest. Wir schlafen, aber nur für heute. Morgen lernen wir, wie man zurückschlägt. Marek sah mich lang an, dann nickte dann beginnet es, sagte ihr Weg, nicht zum Überleben, sondern zur Rache. Die zweite Nacht im Wald, ich lag mit offenen Augen, horte aus des Atem, in meiner Tasche, der weiße Stein, der letzte Rest dessen, was wir verloren haben. Ich hielt ihn an mein Herz und schwor, lautlos, ich komme, Mikas. Vielleicht beginnet mein Weg nicht hier, sondern jetzt. Der Morgen fand uns nicht schlafend, sondern wach, mit Augen, die nicht mehr denen von Kindern gehorten. Die Höhle war still, nur aus des Atem ging unruhig. Ich hatte die Nacht kaum geschlossen. In meinem Innern arbeitete ein Gedanke, der wie Feuer im Blut brannte. Jetzt, Marek stand bereits vor der Höhle, als hatte nie geschlafen. Sein Fellmantel war mit Reif überzogen. Sah uns nicht an, sondern den Wald, als wär ein Buch, das lesen konnte. Kommend, sagte nur, wir folgten ihm, ohne Fragen, ohne Recht, Fragen zu stellen. Der Schnee unter unseren nackten Füßen schnitt wie Messer, doch diesmal schrie ich nicht innerlich. Schmerz war nur ein Anfang. Marek blieb an einem gefallenen Baumstamm stehen. Zeigte nicht mit der Hand, nur mit einem Blick, der scharfer war als jedes Schwert. Wenn ihr einen Ritter töten wollt, begann müsst ihr zuerst lernen, ohne Klinge zu töten. Aus der starrte an, ohne Waffen. Nickte. Glaubt, Waffen seien eure Rettung. Waffen sind nur für Jane, die ihr seid haben. Beute hat keine. Streut Schnee über den Stamm langsam, fast liebevoll. Ein echter Jäger nutzt, was der Wald gibt, Wind, Hunger, Stille. Dann drehte sich zu mir, direkt, als hatte entschieden, dass die nächste Lektion nicht einfach eine Übung war, sondern ein Urteil. Laima, komm, mein Herz schlug zu schnell, ich trat vor. Marek zeigte auf den Schnee, finde die Spur. Ich sah nur weiß, endlos, leer. Doch dann ein Hauch, eine Vertiefung, kaum sichtbar. Und daneben ein Haar, so fein wie Spinnfaden. Ich kniete, berührte es, ohne es zu zerbrechen. Ein Reh, flüsterte ich. Marek nickte, und ich zwang meinen Atem ruhig. Es ist nicht weit. Es lief, nach Osten. Sein Gewicht, leicht, weiblich, starrte mich an, als hatte ich eine neue Sprache gelernt. Marek sagte leise, du hast gesehen, jetzt musst du verstehen. Führte uns tiefer in den Wald. Schritte waren nicht erlaubt, nur Stille. Wir bewegten uns wie Schatten, die vergessen wurden. Als wir schließlich das Reh fanden, lag es bereits tot, ein Wolf hatte es erwischt, die Rippen geöffnet wie Seiten eines Buches. Wendete sich ab, würgte. Doch ich sah, Blut im Schnee, warm, real, Leben, das verschwindet. Marek schaute mich an, das ist die Welt. Nicht die Welt, die Ritter dir zeigen wollen, sondern die Wahre, wer nimmt, lebt, wer gibt, stirbt. Dann warf uns Fleischstücke hin rot, dampfend. Es satzt, flüsterte. Ich kann nicht. Ich sah sie lange an. Wenn du nicht isst, sagte ich, wirst du nie die sein, die zurückgehört. Sie atmete lange, dann nahm sie, und wir aßen, wie Tiere, ohne Feuer, ohne Scham. Später als die Sonne wie eine Wunde am Himmel hing, führte Marek uns zum Fels, an dem sein Leben eingraviert war. Hunderte Kerben, jede ein Kind,
Ich berührte die Wand, Holzsplitter in Stein, Schmerz in Form. Mikas, flüsterte ich und ritzte einen neuen Schnitt hinein. Mein Bruder existierte, solange diese Kerbe existierte. Marek sagte hinter mir, wenn du keinen Namen hast, stirbst du. Wenn niemand dich einschneidet, warst du nie da. Ich drehte mich zu ihm, sag mir, wo sie die Kinder hinbringen. Sein Auge verengte sich, nicht zornig, sondern prüfend. Warum sollte ich dir sagen, was ich 20 Winter lang allein gesucht habe? Ich wollte schreien. Stattdessen sagte ich, weil ich noch nicht tot bin. Ein Schweigen, so schwer wie ein Grab. Dann endlich ein Bruch in seiner Stimme. Es gibt ein Kloster, Lindenruh, dort, wo der Nebel den Fluss frisst. Sie nennen es Schule der Unschuld. Dort werden Jungen gebrochen. Dort wird einen der Name genommen. Dort konnten sie deinen Bruder haben. Mein Herz horchte auf einen einzigen Schlag lang. Dann explodierte es aus der packte meinen Arm. Ihr Blick, Angst und Hoffnung. Wie weit? Fragte ich. Marek schnaubte. 3 Tage. Wenn man ein Pferd hat. Dann sah uns an, wie ein Wolf 2 Rehe mustert. Ihr habt kein Pferd. Ich hab das Kinn. Dann laufen wir. Zum ersten Mal lächelte Marek. Es war kein gutes Lächeln, nur ein echtes. Nicht heute, sagte er. Heute lernt ihr Fallen zu bauen. Heute lernt ihr lautlos zu atmen. Heute lernt ihr, warum nur wenige von 100 je weiter einen Namen tragen. Ich verstand, Rache war kein Feuer, das brannte. Rache war Eis, das war Täte. Bis es scharf genug wurde, zu schneiden. In dieser Nacht, in derselben Höhle, als Auster schlief, drückte ich den weißen Stein an mein Herz. Ich sprach nicht, ich schwor, und irgendwo, im Dunkel, schwor die Nacht mit mir. Die Höhle atmete dunkel, als hatte der Stein selbst eine Seele. Ich lag nicht wirklich, ich wartete. Schlaf war nur ein Wort, das anderen gehorte. In mir brannte der Gedanke, Lindenruh, ein Ort, der ein Stück meiner Welt in seinen Mauern gefangen hielt. Vielleicht Mikas, vielleicht nur sein Echo. Noch bevor der Morgen kam, stand Marek auf. Kein Laut, nur die Bewegung eines Schattens, der beschlossen hatte, dass Nacht keine Herrschaft mehr über ihn hat. Aufstehen, sagte er. Nicht laut, aber unwiderruflich. Aus der Wachte mit einem Ruck, als hatte ihr Körper Angst. Zu spät zu sehen, wir folgten ihm nach draußen. Die Luft war so kalt, dass sie sich wie ein Glas in unserer Lunge anfühlte. Der Himmel grau wie das Fell eines alten Wolfs. Marek sprach, während sich bückte und Schnee in die Hände nahm. Heute lernt was Blut bedeutet. Führte uns zu einer Stelle, wo der Schnee frisch war. Keine Spuren, keine Geschichte. Dann zog ein Messer, aber nicht gegen uns. Schnitt sich in die Hand, langsam, bewusst, als wäre Schmerz eine Erinnerung, die nicht verlieren wollte. Ein Jäger markiert nicht mit Fußspuren oder Worten, sagte er. Ein Jäger markiert mit dem, was ihm gehört. Und was verlor. Das Blut tropfte in den Schnee, eine rote Linie, die aussah, als hatte jemand den Winter aufgeschlitzt. Was immer ihr heute tut, murmelte ihr tut es nicht nur für euch, sondern für alle, die nie mehr sprechen können. Ich sah auf meine eigene Hand, auf die Haut, die schon von Fesseln gerissen worden war, auf den weißen Stein in meiner Tasche. Und ich verstand, ich schnitt, kein Schrei, nur Warme im Winter,
Ein Tropfen, zwei, drei, aus der Sogerte. Eure Augen flackerten, als würden zwei Kräfte in ihr kämpfen, die leben wollte und die nicht mehr verlieren konnte. Dann schnitt auch sie, Blut mischte sich im Schnee zu Linien, die aussehen wie Wege. Das ist euer Schwur, sagte Marek. Und ein Schwur ist nur etwas wert, wenn euch in der Nacht nicht schlafen lässt. Der Tag war keine Gnade, es war eine Prüfung. Marek führte uns zum Rand einer Lichtung und deutete hinab. Zwischen den Bäumen stand ein kleiner Trupp Ritter, weißer Mantel, schwarze Kreuze, zwei Männer, ein Junge gefesselt, den Kopf gesenkt, als sei Scham seine zweite Haut. Mein Herz raste, für einen Moment glaubte ich, Maikas' Gesicht zu sehen. Aber nein, dieses Kind war größer, sein Haar war dunkel, sein Blick war gebrochen. Warum zeigen wir uns nicht? Flüsterte Auster. Marek antwortete nicht sofort. Erst als sich die Ritter abwandten, begann weil ein Jäger, der aus dem Schatten tritt, kein Jäger mehr ist, nur Beute mit Mut. Drehte sich zu uns. Ihr wollt retten, aber ihr konnt nicht retten, wenn ihr nicht zuerst zerstören konnt. Ich fühlte, wie seine Worte an meinen Knochen kratzen. Sie würden jeden Tag ein Kind fortbringen, sagte Marek, morgen, und weiter morgen, und wieder, ihr konnt ein Leben retten, oder ihr konnt 100 verhindern, dass sie genommen werden. Wer wollt ihr sein? Ich wusste keine Antwort. Noch nicht. Später am Fluss, der Weihe ein schwarzes Tier im Schnee lag, kniete Marek und wusch sein Messer. Das Wasser trug Blut mit sich davon, als sei es daran gewohnt. Du denkst an den Jungen, sagte ohne hinzusehen. Ich antwortete, ich denke daran, dass ich zu spät sein konnte. Drehte das Messer in seiner Hand, so dass es das Licht fing. Zu spät ist nur ein Wort für jene, die nicht weitergehen. Dann sah mich an, scharf war. Du willst glauben, dass dein Bruder noch lebt, aber du musst bereit sein, dass ein anderer wurde, als du kanntest. Ich schloss die Augen. Ich sah Mikas lachend, mit schmutzigen Händen, und dann sah ich schweigend, mit einem Seil den Hals, mit fremden Gebeten im Kopf. Mein Atem brannte, wenn sie verandert haben. Mache ich zurück, sagte ich, notfalls, mit Gewalt. Marek nickte langsam, dann beginnet heute ihr zweiter Schwur. Am Abend, als wir zurück in die Höhle gingen, begann es zu schneien. Schneeflocken fielen wie Asche vergangener Leben. Ich hielt den weißen Stein in der Hand. War kalt, aber diesmal fühlte ich den Frost nicht. Ich spürte nur Entscheidung. Auster schlief zuerst. Sie war zu dünn, zu müde, zu lautlos im Leiden. Ich saß wasch. Stunden wurden zu Gedanken, und Gedanken zu Waffen. Dann hörte ich ein Gerausch, eine Feder, ein Blatt. Nein, eine Stimme. Dieses Mal nicht wie Traum, nicht wie Wind. Du wirst finden. Ich wusste nicht, wer sprach, der Wald, der Stein oder ich selbst, aber ich antwortete, ich komme, und der Schnee hörte auf, als hatte die Nacht selbst zugehört. Der Morgen schmeckte nach Eisen. Wir hatten kaum geschlafen, und doch fühlte ich mich, als hatte die Nacht mich alter gemacht. Marek stand vor der Höhle, das Fell an seinen Schultern nass vom Schmelzschnee, sein Atem ein Schleier im Grau des Waldes. Heute lernt ihr zu sterben, sagte dann fügte leise hinzu, oder zu toten. Aus des Hände zitterten, als sie sich erhob, nicht vor Kälte, vor dem Wissen,
das jedes Wort, das Marek sprach, kein Bild war, sondern ein Messer. Wir folgten ihm tiefer in den Wald als je zuvor. Die Stille war dicht wie Fell, und nur der Schnee unter unseren Füßen variiert, dass wir überhaupt existierten. Marek blieb plötzlich stehen und hob die Hand, ein Zeichen, das auch ohne Worte sagte, nichts atmen, nichts denken. Wir horten es, Metall, Stimmen, Pferde, Ritter, sie waren nur zu zweit, wahrscheinlich Teil eines Zugtrupps, der neue Verharrten prüfte. Einer trug einen Speer, der andere eine Tasche, die sich bewegte. Ich sah Stoff, dann Haut, kleine Finger, die versuchten, Luft zu greifen. Ein Kind, gefesselt, in einem Sack wie wir, meine Brust brannte. Ich dachte kein Wort, ich war nur Schmerz. Marek flüsterte, dies ist ihre Stunde. Lernt, was Blut bedeutet, bevor ihr glaubt, ihr hattet ein Recht auf Rache. Und dann, tat nichts, wartete, auf uns, ausstarrte, wir sollen. Ihre Stimme brach. Ich fühlte etwas in mir aufstehen, nicht Mut, nicht Hass, etwas Tieferes, etwas, das keinen Namen hatte, wie, fragte ich. Marek zeigte nicht auf die Ritter, zeigte auf den Wald. Die Bäume sind ihre Pfeile, der Schnee ihr Messer, der Atem, ihr Tarnmantel, ein Jäger totet, bevor der Feind weiß, dass Tod in seiner Nähe steht. Ich dachte an Vater und seine Fallen, an den Bach, an das, was ich gesehen hatte krallen, die toteten, ohne gesehen zu werden. Ich sah einen Ast dick, schwer, mit Eis überzogen. Ich ging nicht, ich glitt, ich war Schnee. Meine Hände fühlten das Holz. Kein Zittern, nur Notwendigkeit. Ein Schritt, noch einer. Der Ritter am Speer drehte sich, sein Helm blitzte. Doch sah mich nicht, nicht als Menschen, nur als Wald. Dann ich schlug. Das Geräusch war kein Schrei, kein Klang, nur ein dumpfer Bruch, wie Winterholz, das die Last des Schnees nicht mehr tragt. Der Mann fiel schwer, langsam, wie ein Baum. Der zweite Ritter riss die Tasche hoch, das Kind schrie. Auste sprang nicht wie ein Mädchen, sondern wie ein Tier, das endlich einen Ort gefunden hatte, an dem es nicht mehr sterben musste. Sie klammerte sich an seinen Rücken, kratzte, bis schrie, stolperte, und Marek war plötzlich hinter ihm, ein Schatten, ein Messer, ein Ende, dann war es still. Der Schnee nahm das Blut auf, als hatte sich danach gesehnt. Wir standen vor dem Kind. Es war jünger als Maikes, vielleicht 5 Jahre alt. Sein Gesicht war schmutzig. Seine Augen so groß, dass sie die Welt nicht tragen konnten. Ich öffnete den Sack. Seine Hände suchten Halt und fanden meine. Nicht weinen, flüsterte ich. Aber ich wusste, ich sprach zu mir. Marek nahm das Kind nicht. Nahm nur das Messer des Ritters und warf es vor meine Füße. Jetzt hast du eine Waffe, sagte aber du hast davor gezahlt. Ich sah meine Hände an. Sie waren rot, wie die Sonne am Morgen meines Verlustes. Auste sank in den Schnee. Ihre Schultern zuckten, doch kein Laut kam. Sie war am Zerbrechen und wusste, dass Zerbrechen nur die erste Hälfte war. Ich hob das Messer. Es war schwer, nicht aus Eisen, aus Bedeutung. Und jetzt? Fragte ich. Marek sah mich lange an. Jetzt, sagte beginnet deine Rache, Laima. Nicht mit einem Schrei, sondern mit einem Schritt. Wir brachten das Kind in die Höhle. Es schlief sofort, erschöpft, weil wir es einmal waren. Auste flüsterte, der Junge. Was machen wir mit ihm? Ich legte den weißen Stein neben sein kleines Herz.
Ich wusste nicht warum, nur, dass es richtig war. Lebt, sagte ich, also ist unsere Familie. Bis eine eigene wählen kann. Marek schürte das Feuer. Sein Auge suchte mich nicht als Lehrer, als Soge. Du hast zum ersten Mal getötet, sagte wie fühlst du dich? Ich dachte lange, dann antwortete ich, leer. Nickte, gut, wer beim ersten Tod lacht, wird ein Monster. Wer beim ersten Tod weint, wird sterben. Leer bedeutet, du überlebst. In der Stille der Nacht, als alles atmete außer mir, hielt ich den weißen Stein und sah meine Hände. Ich hatte Blut vergossen, und doch fühlte ich nur eines. Ich war dem Weg zu Mikas einen Schritt nahe, und dem Mädchen, das ich einmal war, einen Schritt ferner. Der Morgen roch nach Rauch, doch wir hatten kein Feuer gemacht. Es war Marek, der uns weckte, nicht mit Worten, sondern mit einem Blick, der sagte, heute wird etwas entschieden. Das Kind, der kleine Junge, den wir gestern von den Rittern losgerissen hatten, schlief noch immer. Seine Wangen waren hohl, seine Rippen zeichneten sich ab wie Linien einer Prophezeiung. Sein Atem ging flach, als hatte sein Körper Angst, so sehr zu leben. Ich sah ihn an und in meinem Innern starb ein Stück Hoffnung. Wenn das Heer Mikas wär ich zu spät gekommen. Der Gedanke stach harter als jedes Messer. Marek führte uns hinaus, zum Bach, der wie ein schwarzer Strich durch den Schnee schnitt. Habt Blut vergossen, sagte jetzt müsst ihr lernen, Blut zu lesen. Kniete sich, nahm Schnee, Reif, Erde, mischte sie mit den Fingern. Alles, was die Ritter tun, hinterlässt Spuren. Aber nicht alle Spuren sind sichtbar. Zog ein Stück Holz aus seiner Tasche glatt, hell, und als ich genauer hinsah, wurde mir schlecht. Es war kein Holz, es war ein Stück Knochen, dünn, sauber geschabt, wie Pergament. Darauf eingeritzt, Linien, Türme, Wege, ein Kreuz. Was ist das? Flüsterte Auste. Marek antwortete leise, als würde schon der Klang zu viel Macht wecken. Eine Karte, gefunden an einem Ritter, bevor ich ihn zur Erde zurückgab. Ich strich mit den Fingern darüber. Die Linien zitterten. Vielleicht wegen meiner Hände, vielleicht wegen dem, was sie bedeuteten. Ein Fluss, ein Wald und ein Name, Landenruhe. Mein Herz schlug wie eine Trommel, die zum Krieg ruft. Doch Marek legte seine Hand auf mein, schwer wie der Winter. Eine Karte ist kein Weg, sagte nur eine Erinnerung daran, dass Wege existieren. Zurück in der Hochel begann der Tag wie ein Ritual. Aus der zerkleinerte getrocknetes Fleisch. Ich wärmte das Wasser mit glimmenden Kohlen. Die wir im Mantel getragen hatten, wie gestolene Sonne. Das Kind lag zusammengerollt, wie ein Tier, das sich nicht traut, eine Zukunft zu träumen. Wie heißt du? Fragte ich leise. Öffnete die Augen, zwei graue Steine. Ich weiß nicht. Ich spürte, wie etwas in mir zerriss, lautlos. Wie haben sie dich gerufen? Brauchte lange. Dann kam ein Wort, wie aus einem Grab geholt. Nummer. Auste schluchzte, nicht hörbar, aber sichtbar im Zittern ihrer Lippen. Ich legte meine Hand auf seine Stirn. Hier wirst du keinen Namen verlieren. Blinzelte, als sei Hoffnung ein Geräusch, das nicht kannte. Später, als die Sonne blass hinter Wolken hing, nahm Marek uns tiefer in den Wald, zu einem Baum, der aussah wie ein schwarzer Turm, in seiner Rinde eingeritzt, Zeichen, Namen, Kreise, Kreuz, jede Markierung, sagte Marek, ist ein Ort, den die Ritter nutzen, für Gefangen,
Nahrung, für, den Handel. Das Wort, Handel, schmeckte bitter in meinem Mund, und Lindenruh. Fragte ich, dort, wo das Kreuz doppelt eingeritzt ist. Ich sah die Stelle, zwei Kreuze, übereinander, als wolle die Welt selbst dieses Zeichen nicht so lange halten. Viele Kinder dort, fragte Auste, Stimme dünn wie Eis. Marek sah lange in den Himmel, als würde die Antwort dort lesen müssen. So viele, stille, dann, wandte sich zu mir. Bevor ihr dorthin geht, müsst ihr wissen, Lindenruh ist nicht einfach ein Kloster. Es ist ein Ort, wo man die Seelen bricht, wo Gottes Namen ein Werkzeug ist. Ich dachte an Mikas. Ich dachte an seine kleine Hand. Ich dachte an die Möglichkeit, dass schweigen konnte, wenn ich Eihon rufe. Etwas in mir erstarrte, nicht aus Angst, aus Entscheidung. Als die Nacht kam, saßen wir zu dritt vor dem Feuer. Das Kind schlief ruhiger. Vielleicht traumte es zum ersten Mal nicht vom Tod. Marek sprach kaum. Doch irgendwann, als die Flammen leiser wurden, murmelte wenn ihr Lindenruh erreicht, müsst ihr nicht kämpfen, nicht zuerst, ihr müsst sehen, verstehen, überleben. Denn nur wer das ganze Monster kennt, kann ihm den Kopf abschlagen. Ich nickte, und plötzlich verstand ich, die Reise dorthin ist kein Marsch, es ist ein Opfer. Bei jedem Schritt stirbt etwas, damit etwas anderes wachsen kann. Ich berührte den weißen Stein in meiner Tasche. War nicht mehr kalt, war schwer, wie Verantwortung, wie Schuld, wie ein Herz, das weiter schlagt, obwohl es gebrochen ist. Als wir schlafen wollten, flüsterte Auste, als hatte sie Angst, dass die Dunkelheit ihre Worte stehlt. Was, wenn wir so spät sind? Ich antwortete nicht sofort. Dann sagte ich, dann machen wir uns die Zeit selbst. In der Ferne, jenseits des Waldes, horten wir Glocken, nicht wie im Dorf, nicht wie Gebet, wie ein Ruf, wie ein Versprechen. Lindenruh, ich komme. Der Klang der fernen Glocke hing noch in der Luft, als hatte die Welt in zwei Teile geschnitten. Das, was wir waren und das, was wir noch werden mussten. Ich lag nicht, ich kniete im Schnee, und ich wusste, seit dem Moment, an dem ich das Blut eines Mannes in meinen Händen gehalten hatte, gab es kein Zurück. Der Morgen nach diesem Klang brachte keine Sonne, nur Entscheidung. Marek zog das Fell seine Schultern enger und sagte, heute gehen wir, nicht weil ihr bereit seid, sondern weil seid keine Gnade hat. Der Junge, leicht wie ein Schatten, wachte auf und griff sofort nach meinen Fingern, als hatte Angst. Die Finsternis würde ihn zurückholen, sobald ich loslasse. Auste dagegen, stand nicht auf, ihre Knie sanken in den Schnee, als hatte der Boden beschlossen, sie zurückzuhalten. Ich brauche nur einen Moment, murmelte sie, aber ihr Körper sprach die Wahrheit, die sie selbst noch nicht kannte. Sie war am Ende. Wir liefen, Stunden, der Wald lichtete sich. Der Wind wurde lauter, es war, als hatte die Natur selbst beschlossen, ab hier gilt ein anderes Gesetz. Auste fiel zum ersten Mal kurz vor dem Fluss, zum zweiten Mal beim Überqueren. Beim dritten Mal lag sie einfach still da, atmete, aber als war jeder Atemzug ein Kampf. Ich beugte mich über sie roch nach Fieber, nach Angst. Ich kann gehen, flüsterte sie, doch ihre Beine widersprachen. Marek drehte sich nur halb um. Seine Stimme war ein Messer im Frost. Ein Weg entscheidet, wer einen besitzt. Ihr müsst wählen.
tragen, zurücklassen oder warten. Warten, das Wort traf mich. Es war harter als jede Peitsche der Ritter, denn warten heißt, leben in Ungewissheit und trotzdem bleiben. Wir tragen sie nicht, sagte Marek. Sie tragt sich selbst, oder sie stirbt. Auster hob den Kopf, ihre Augen, glasig, fanden mein, lass mich. Es war ein Bitte und ein Abschied, gepresst in zwei Worte. Ich antwortete, nein. Wenn du stirbst, stirbet ein Teil von mir, und ich habe schon so viel verloren. Ich setzte sie auf meinen Rücken. Sie war leicht, so leicht, wie ein Körper, der fast schon zum Geist geworden war. Marek sah uns lang an und nickte, nur einmal. Ein Nicken, das sagte, dann habt ihr eure Entscheidung getroffen. Jetzt tragt sie bis zum Ende. Die Jagdhütte fanden wir, als die Welt bereits grau wurde. Sie sah aus wie ein Knochen in der Landschaft, alt, einsam, vergessen. Wir legten aus der hinein. Der Junge presste sich an sie wie einer, der weiß. Warme liegt nicht im Körper, sondern im Dasein. Ich hielt ihre Hand, und sie war heiß wie glühendes Eisen. Fieber, Marek sagte nur, hier endet der Teil eurer Kindheit. Dann zog sein Messer, steckte es in den Gürtel und sah nach Norden. Ich gehe vor. Ich muss Lindenruh sehen, mit meinen Augen, bevor ihr auch der Holländer hört. Wann kommst du zurück? Fragte ich. Antwortete, wenn ich noch lebe. Dann verschwand zwischen den Bäumen, ohne Spur, ohne Schatten. Die Nacht wurde lang. Der Wind kratzte an den Wänden wie Fingernagel der Toten. Aus der Atmete flach, als war jeder Atemzug eine Verhandlung mit dem Tod. Der Junge schlief und hielt dabei den weißen Stein in seiner kleinen Hand, als hatte beschlossen, dass nun zu ihm gehörte. Ich saß im Dunkel, Messer neben mir, Ohren geöffnet, Herz nicht, und ich wartete, weil Marek gesagt hatte, nur wer wartet, lebt. Doch tief in mir flüsterte eine andere Stimme, vielleicht lebt auch nur, wer irgendwann nicht mehr wartet, sondern geht. Kurz vor Morgengrauen hörte ich es wieder. Nicht Glocken, diesmal Schritte, schwer, langsam. Jenseits des Baumes, jenseits der Nacht, ich hob das Messer und wusste, was jetzt durch diese Dunkelheit tritt, wird entscheiden, wer wir morgen sind. Ich bewegte mich nicht. Nicht einmal der Atem dürfte mich verraten, nur meine Hand, fest den Griff des Messers, war lebendig. Die Schritte draußen kamen nahe. Schnee knirschte, ein Gewicht, schwerer als das eines Wolfes, schwerer als Erinnerung. Ich sah so auste, ihr Fieber hatte sie in einen Traum gesogen, der nichts mit dieser Welt zu tun hatte. Der Junge schlief, den Stein in seine Brust gedrückt, als hatte einen Herzschlag daraus gelesen. Ein Schatten glitt vor dem Eingang der Hütte vorbei. Dann Stille. Meine Finger wurden kalt, nicht vom Winter, vom Wissen. Man kann sterben, ohne das eigene Blut zu sehen. Ich spannte mich, bereit zu springen. Doch bevor ich es tat, hörte ich es, Laima. Nur ein Wort, aber es war genug, das Messer aus meiner Faust zu nehmen und es in mein Herz zu setzen, aus Erleichterung. Marek, trat ein, Schnee bedeckte seine Schultern wie Grauen. Sein Atem ging schnell nicht vor Anstrengung, sondern vor Angst. Und Marek war kein Mann, der Angst kannte. Bis jetzt, Lindenruh, sagte als wäre der Name selbst ein Fluch. Ihr müsst wissen, was dort ist, bevor ihr entscheidet, ob ihr weitergeht.
Setzte sich ans Feuer, das Licht zeichnete sein Gesicht, und was ich sah, schnurrte mir die Kehle zu. War zurückgekehrt, aber ein Teil von ihm war im Schnee geblieben. Saal, forderte ich. Rieb die Hände. Nicht warme, sondern die Erinnerung von sich zu losen. Sie haben das Dorf nicht nur erobert, begann sie haben es umgebaut. Ich presste die Lippen zusammen, umgebaut. Als Beispiel, sah mich an das eine Auge, das tiefe Nacht in sich trug, Fallreichen an den Wegen, Körper nicht frisch, nicht alt, nur aufgehängt zwischen Zeit. Ich spürte, wie aus der sich im Schlaf bewegte, als hatte sie die Bilder gehört. Kinder, fragte ich. Sein Blick sagte, getrennt, in einem Haus, das kein Haus ist. Die Zeichen des Ordens überall. Sie werden dort, gebrochen, bevor man einen ein Kreuz gibt. Der Junge im Schlaf zog den Stein nachher. Ich fühlte mein Herz reißen wie trockenes Holz. Und Maikas, mein Bruder, mein einziger Himmel, Marek schwieg lange. Dann sagte ich habe Stimmen gehört. Junge Stimmen, aber ich konnte nicht hinein. Es gibt Wachen, Türen aus Eisen, Gebete aus Blut. Ich schloss die Augen. Und die Dunkelheit, die ich darin fand, war tiefer als Nacht. Wir werden nicht frontal gehen, sagte Marek plötzlich, als hatte die Entscheidung schon in der Luft geschwebt. Ihr werdet in Lindenruh nicht überleben, wenn ihr wie Opfer ankommt. Ich sah Eihan an, wartete nicht auf Zustimmung. Erklärte, es gibt einen Weg hinein, den nur wenige kennen, unter der Kapelle, ein Tunnel, den alte Götter gebaut haben, bevor Kreuz und Stein kamen. Ich atmete schwer. Wie weit ist 2 Nächte, antwortete und eine Entscheidung. Welche? Sah nach Auste, dann nach mir. Sie wird diese Strecke nicht überleben. Die Worte fielen wie Äxte. Ich hielt sie mit Sahnen fest, damit ich nicht zerbrach. Sie lebt, sagte ich, jetzt, erwiderte aber 2 Nächte, im Schnee, ohne Feuer, ohne Starke. Sprach nicht weiter, weil das, was nicht sagte, schrie. Ich setzte mich an Austes Seite. Eure Haut brannte, euer Atem war flach, jede Bewegung ein Kampf, den sie verlor. Ich dachte an alles, was wir hinter uns hatten, der Wagen, die Peitschen, der Fluss, der Wald, der Stein. Auste war mehr als eine Last. Sie war der Beweis, dass selbst das, was schwach ist, leben kann. Ich sah Marek an, wenn sie stirbt, flüsterte ich, stirbt meine Seele, dann wird nichts übrig sein, das mein Bruder zurückerkennt. Marek hielt meinem Blick stand, und zum ersten Mal schien nicht Jager der Jager zu sein, sondern nur ein Mann. Im Winter, dann, sagte schließlich, müssen wir für sie gehen. Was meinst du? Zeigte auf mich, du mit dem Jungen, heute Nacht, und du bleibst bei ja. Es war kein Angebot, es war Schicksal. Die Nacht fraß den letzten Rest des Tages, als ich den Jungen weckte. Wir müssen leise sein, sagte ich, nickte. War ein Kind, aber hatte keine Kindheit mehr. Ich berührte aus der Stirn, ich komme zurück, flüsterte ich, du darfst nicht gehen. Nicht dorthin, wo Schnee keine Spuren mehr kennt. Marek stand im Eingang, ein Schatten gegen Schnee. 2 Nächte, sagte wenn du den Tunnel findest, wirst du nie weiter dieselbe sehen. Wenn du ihn nicht findest, wirst du niemand sein. Ich nahm den Jungen in die Hand, den Stein in meine Brust, und trat hinaus. Der Wald wartete auf uns.
Ich drehte mich ein letztes Mal Auste lag still. Marek saß neben ihr wie ein Wächter, der bereit ist, gegen Götter zu kämpfen. Dann schloss der Wind die Tür hinter mir, und ich wurde wieder das Mädchen, das nur aus einem einzigen Satz besteht. Ich gehe, damit ich zurückkehren kann. Der Schnee nahm uns auf wie ein Mund, der langsam schließt. Jeder Schritt war ein Befehl gegen den Tod. Nicht jetzt, nicht heute. Der Junge hielt meine Hand. Doch manchmal hatte ich das Gefühl, dass eigentlich derjenige war, der mich hielt. Sagte kein Wort. Kinder, die so viel gesehen haben, wissen, Sprache kann Wölfe rufen. Wir gingen, bis die Welt aus nichts mehr bestand als Weiß, Atem und Schweigen. In der zweiten Stunde der Nacht sah ich es, ein Steinblock, halb unter Schnee begraben, mit einem Zeichen eingeschnitten, ein Kreis, durchzogen von einem Kreuz. Ich kniete davor. Der Junge flüsterte, was ist das? Alte Wege, antwortete ich, Wege, die nicht für Ritter gebaut wurden. Ich strich den Schnee fort, und darunter kam der Eingang zum Vorschein, ein Loch in der Erde, eng wie ein Grab. Ich wusste, wer hier hinabsteigt, steigt nicht als derselbe weiter hinauf. Ich hielt den Jungen fest. Ab jetzt wirst du nicht mehr vor mir gehen, sondern hinter mir, und wenn ich falle, laufst du. Nickte nur einmal, genug. Der Tunnel roch nach Erde und Eisen. Unser Atemzüge halten wie Stimmen von Fremden. Wasser tropfte irgendwo im Dunkel, salte Zeit, die wir nicht hatten. Als wir fast nicht mehr konnten, sahen wir Licht. Schwach wie ein Flüstern. Wir folgten ihm, und der Tunnel öffnete sich unter einer Holztreppe. Ich erkannte den Ort sofort, auch wenn ich ihn nur aus Worten kannte. Die Kapelle von Lindenruh. Eine Tür trennte uns vom Inneren. Keine Wache, nur Stille so schwer, als würden Gebete selbst das Atmen verbieten. Ich drückte die Tür, und sie gab nach. Kerzen, ein Alter, kalte, die nicht vom Stein, sondern von menschlicher Grausamkeit kam. Und dort rechts, ein Raum mit Eisenstaben. Kinder, nicht viele, aber genug, die Welt zu verfluchen. Der Junge neben mir öffnete den Mund, doch kein Laut kam heraus. Ich presste seinen Kopf an meine Brust. Nicht schreien, flüsterte ich. Nicht sterben, bevor wir leben. Im Halbdunkel bewegte sich etwas. Ein Kind, so klein, noch Worte zu haben, kroch nahe. Ich erkannte ihn an den Fingern, an dem Blick, an dem Stein, den in meiner Tasche gespürt haben musste, Maikas. Mein Bruder hob die Hand nicht, mich zu berühren, sondern zu sehen, ob ich verschwinde, wenn blinzelt. Laima, hauchte Ich fiel auf die Knie. Alles in mir zitterte, aber ich durfte nicht weinen. Tränen können Fesseln losen oder Hände verraten. Ich bin hier, sagte ich, und ich gehe nicht mehr weg. Dann hörte ich Schritte. Ritter, zwei, nicht Weile, aber genug, uns in diesem Raum zu beenden. Ich stellte mich auf, vor den Jungen, vor meinen Bruder. Ich griff nach dem Messer. Der ältere Ritter lachte leis. Ein Mädchen, mit Schlamm an den Füßen und Hoffnung im Blick. Ja, sagte ich, und das macht mich gefährlicher als ihr glaubt. Wollte antworten, doch ich war schneller, nicht elegant, nicht schön, nur Überleben, Stahl in Fleisch, ein Körper, der fällt, ein zweiter, der stolpert, Blut auf Stein. Ich atmete schwer und verstand, es gibt Tötungen,
die einen zerreißen, und solche, die einen ganz machen. Ich öffnete das Gitter. Kinder krochen heraus wie Tiere, die wieder lernen zu glauben. Ich nahm Maikas auf den Arm. War leichter als Erinnerung. Wir gehen, sagte ich, wohin? Fragte eines der Kinder. Ich sah zum Tunnel zurück, zum Dunkel, zu allem, was wir überlebt hatten. Und ich wusste, wir konnten nicht dorthin zurück, wo wir herkommen. Dorthin, wo niemand uns besitzt, sagte ich, dorthin, wo Namen leben dürfen. Als wir die Kapelle verließen, lautete keine Glocke. Niemand sah uns, niemand heilt uns auf. Manchmal bedeutet Freiheit nicht Jubel, sondern das Fehlen von Sorgen. Wir liefen zurück in die Nacht, in den Wald, in das lange, endlose Danach, und der Schnee, der früher wie ein Grab war, wurde leise, fast sanft unter unseren Füßen. Ich hielt Mikas, der Junge hielt den Stein, und in mir wuchs ein Satz größer als Angst, damit der Name nicht stirbt, damit wir nicht verschwinden, damit jemand eines Tages unsere Geschichte erzählt und weiß. Wir waren hier,